nachdem du dich persönlich vorstellst. Ja? Ich bin Vivian Timothy aus Nigeria. Ich bin von der Stamm Igbo, wie Ngozi. Und ich freue mich, Teil von diesem Ifoma-Fest zu sein. Ich bin eine Künstlerin und ich bin hier seit fast 30 Jahren in Deutschland. Und ich glaube, was mich bewegt hat, diese Kunst zu machen oder mich künstlerisch auszudrücken, ist the saying that goes, you don't know what you have until you lose it. Und ich bin hier gekommen, denn ich bin hier verheiratet, habe ich Kind, einen Sohn von 18 Jahren, und ich habe viel Negatives erlebt hier. Also ich muss auch jetzt nicht in die ganze Geschichte zurückgehen, dann bleiben wir hier die ganze Nacht. Oder es geht mir jetzt um wie können wir vorwärts kommen? Wie können wir, weil jeder hat seine Geschichte. Und wenn wir jeden Tag versammeln uns und reden über unsere Erfahrungen, dann bleiben wir noch bei diesem Problem. Ich bin hier, meine Kunst ist, es drückt aus, wie können wir diese Situation ändern. Weil egal wo ich bin, in Euro, egal wo welche Lage, jeder hat dieses Problem. Und letztes Mal, als ich in Amsterdam war, etwas hat mich geschockt oder es hat mich bewegt, viel nachzudenken, warum die Sachen so sind, wie es ist in Nigeria. Zum Beispiel, wir haben diese Flisco-Firma, das ist auch eine Firma, die macht Textil, afrikanische Textil, das was ich jetzt anhabe, Hollandisch, ja, alles, ja. Und das sind Stoffe, was wir in Afrika brauchen. Es wird hier produziert und es wird nach Nigeria exportiert. Und dann frage ich mich, wenn wir solche Sachen brauchen, warum haben wir diese Firma nicht in Afrika? Warum müssen wir hier auch nach Europa kommen und das importieren? Ich verstehe das nicht. Dann habe ich gesagt, warum können, wenn wir so sehr an unserer Leiden helfen wollen, die Europäer, die wollen uns richtig helfen. Warum können wir diese Firma in Afrika haben? Wo wir, so können wir auch so Plätze schaffen und uns auch dabei helfen. Und dann, ich habe auch noch ein bisschen tiefer gedacht. Diese ganze Kakaobohnen, Kaffee und diese Rohstoffe kommen alles in Afrika, für Peanuts. Und dann wird hier in Europa verarbeitet. Und dann später tun wir das importieren. Und wir reden hier von Entwicklungshilfe, Hilfe nach Afrika. Wir schicken Millionen nach Afrika, um Afrika zu helfen. Solche Sachen brauchen wir in Afrika, wenn der Europa uns wirklich helfen möchte. Wie heißt es, die Bodenschätze, was die da nehmen, können die das nicht in Afrika verarbeiten und so Arbeitsplätze schaffen? Also, ich glaube, wir werden noch was anderes reden. Das ist das, was mich bewegt, diese Kunst zu machen. Bevor du zu deinem Text kommst, kannst du uns mal zu deinem Bild, was ist die Verbindung mit der Befreiung? Was ist die Verbindung zwischen Kunst und diesem Kampf für Befreiung und Entkolonialisierung? Vielleicht kannst du das nochmal so grob zusammenfassen und die Themen erwähnen, die du in deine Bilder verarbeitest. Ja, so wie ich habe vorher gesagt, ich komme aus Nigeria und dann ich bin dann hier gekommen nach Europa. Und dann ich habe gesehen, wie alles hier läuft. Die Politik, die Sauberkeit, die Menschlichkeit oder die Gerechtigkeit, wenn es geht um Verteilung von das, was die Land hat. Und auch das soziale System hier, alles wie hier funktioniert, oder das Gesundheitssystem, alles funktioniert wie es sein soll. Aber dann in Nigeria, es ist nicht so, in Afrika ist es nicht so. Dann habe ich diese Frage, warum kann das nicht so in Afrika funktionieren? Und dann, es hat mich sehr beschäftigt, dass ich habe dann angefangen zu recherchieren.
Vorher, es hat mich nicht interessiert von Politik oder wie Afrika oder Europa, es interessiert mich nicht, aber dann habe ich angefangen zu recherchieren, dann habe ich gesehen, dass es gibt so viele Ungerechtigkeit Afrika gegenüber. 90% von der Welt Diamant ist von Afrika. 60% von der Welt Diamant. Gold, Uranium ist 50%, Platinum ist was weiß ich %. Alles kommt aus Afrika, aber dann sind wir immer noch arm. Ja. Ich verstehe das nicht, weil ich glaube, wir Afrika, der Reichtum von der Welt, ich glaube vielleicht 75% kommt von Afrika, aber dann Afrika ist arm. Irgendwas stimmt mir hier nicht, ja? Und also meine Bilder sind meine Seele, mein Weinen, meine Tränen. Das sind meine Tränen, das sind mein Weinen, das ist das, was mich traurig macht. Und wegen meiner Liebe zu meinem Land, meinem Kontinent Afrika. Also das ist ihre Kultur und ihre Welt. Die haben unsere Kultur verteufelt. Die haben unsere Tradition verteufelt. Die haben alles, unsere Haare ist ein Tabu. Unsere Farbe ist eine Sünde. Und das ist diese Traurigkeit, das ist Ungerechtigkeit. Und das hat mich diese Kraft gegeben, um das auszudrücken, dass das, was wir haben, ist gut genug. Meine Haare, die so lockig ist, das gefällt mir, das bin ich. Meine Haut ist einfach das Schönste, was Gott kreieren kann. Also ich bin so stolz auf das, was wir sind. Und ich bin auch so glücklich, dass wir haben so viele. Ich nenne uns the Enlightened Warrior, die neuen afrikanischen Leute. Die sind gebildet, wir sind gebildet. Und wir fragen jetzt, wir haben viele Fragen. Wir stellen jetzt viele Fragen. Und we want to change the narratives, we want to change our story. Ich will meine Geschichte selber erzählen. Weil unsere Geschichte ist von den anderen Continental Historians erzählt worden. Zum Beispiel, Nigeria ist, Nigeria wurde im 19. Jahrhundert entdeckt. Und ja. Und bei einer Frau, Flora Shaw, und diese Flora Shaw hat Lord Lugan geheiratet, und so haben die Nigeria entdeckt im 19. Jahrhundert. Und David Livingstone und der Mungo Park hat Niger River entdeckt, aber wir haben von diesem Fluss getrunken. Wir haben von diesem Fluss getrunken. Also wie kann ein weißer Mann kommen und sagen, ich habe diesen Fluss entdeckt und dann ist entstehen, keine Ahnung. Also das sind einfach diese Geschichte, was man, durch meine Bilder, ich will diese Geschichte ändern. Ja. So, dann gehen wir weiter. Mama Africa, my hope, my pride, my land. Each time I try to wrap my arms around you, you seem so far away. Instead, you have politically, religiously, economically prostituted yourself to the world, Mama Africa. You have made yourself commercially attractive to the lust of the kings of exploitation, Mama Africa. You let them deceive you with their sweet words. You won't be hurt, they say. Oh, how naive, Mama Africa. Your waywardness, Mama Africa, has stuck you in a system that sucks your blood. Mother Nature endured you with everything, Mama Africa, a straight way to heaven. But your numerous men paved a diamond road to the gates of hell. You sold yourself for what? The diamonds meant for your beauty has turned to blood diamonds. Your milk, your good milk that is coming from your veins, has turned to oil of doom.
Mama Africa. Even your rivers are in their hands. They made you sell yourself. They made you sell and buy your resources. And you exchanged your treasures for what? For guns? To protect yourself from yourself? Oh, how funny, Mama Africa, you still believed you won't be hurt. Your soil that was once warm and soothing has now turned to a volcanic landscape. Your children are running away and leaving you dying in their journey to their so-called paradise. And the few survivors, Mama Africa, they are treated like Ebola, spat on, they are scorned, burnt, and isolated. Your children are roaming the streets of the so-called paradise, which is not paradise at all. Wake up, Mama Africa. Your years of exploitation has made you old and weak. Wake up from your slumber, Mama Africa. You have been kept in coma for so long. Your borrowed system has failed you. And stop the blame game and accept the truth about you, Mama Africa. This counterfeit system is rather illusion than freedom. Oh, Mama Africa, the values you taught me, are they still worth fighting for? Is there any hope for tomorrow? Are all our hopes lost forever?